Ein schlankes Design, ein Brushless-Motor und einen angenehm verstellbaren Tiefenanschlag besitzt der Makita Akku Schnellbauschrauber DFS 452. Was er alles kann und ob sich ein Kauf für dich lohnt, erfährst du in diesem Video. Los geht's wie immer nach dem Intro. Für aktuell ungefähr 140 €, wohingegen der aktuellste Preis unten in der Videobeschreibung ist, erhält man zurzeit einen gerade einmal 1,8 Kilo schweren Schnellbauschrauber, der sich definitiv nicht zu verstecken hat. Dank der guten Verarbeitung, die man an den sauberen Gummikanten und Übergängen erkennen kann, macht der Trockenbauschrauber meinem Geschmack nach auch designtechnisch ziemlich was her. Das große Makita-Logo bzw. die BL-Logos auf dem Gerät lassen im Zusammenhang mit dem Typenschild auf der anderen Seite bereits auf die gröbsten Spezifikationen schließen. Hinsichtlich des Handlings lässt sich der Schrauber somit zum einen aufgrund des geringen Gewichts und zum anderen durch den ergonomisch geformten Handgriff gut bedienen und halten, was sich zum Beispiel bei Arbeiten kopfüber äußerst positiv auswirkt, da es keinesfalls schnell zu Ermüdung kommt. Die angenehm griffige und großzügige Gummibeschichtung gibt dem Trockenbauschrauber somit beim Anfassen eine äußerst angenehme Haptik und verleiht dementsprechend eine bessere Rutschfestigkeit und Handling. Neben dem sogenannten Pistolengriff ist es aber auch noch möglich, den Schrauber über die dafür vorhergesehene Aussparung auf der Oberseite entweder mit der zweiten Hand bzw. ausschließlich mit einer Hand zu halten, um mehr Druck auf die Schraube aufbauen zu können. Dabei ist in beiden Fällen die Drehzahlregulierung mit einer Leerlaufdrehzahl von 0 bis 4000 Umdrehungen in der Minute ziemlich hoch, was ein schnelles Vorankommen bedeutet und ebenfalls gut erreich- und bedienbar ist. Genau darüber befindet sich nochmals mit kleinen Pfeilen gekennzeichnet ein kleiner Schalter zum Wechseln des Rechts-Links-Laufs, der ebenfalls in beiden Fällen gut erreichbar ist, einen angenehmen Druckpunkt besitzt und somit entweder mit dem Zeigefinger bzw. mit dem Mittel- oder Ringfinger bedient werden kann. Aufgrund der Konstellation, dass die Drehzahlregulierung, die durch einen auf der linken Seite angebrachten Knopf dauerhaft arretiert werden kann, ist dieser speziell beim Drücken in der unteren Hälfte etwas spielig, was wiederum zum leichten Verkannen führt, weshalb beim Drücken hauptsächlich oberhalb bzw. mittig Kraft aufgebracht werden sollte. Betrieben wird das Gerät wie bereits gesagt durch einen Brushless-Motor, also einen bürstenlosen Motor, der wiederum äußerst gut mit staubigen bzw. schmutzigen Arbeitsplätzen zurechtkommt und auf der anderen Seite wesentlich mehr Leistung bietet. Am Fuß des Geräts ist übrigens neben dem Akkuschacht, in den die Akkus einfach von vorne eingeschoben werden und automatisch einrasten, eine leistungsstarke LED angebracht, die millimetergenau auf den Bohrkopf ausgerichtet ist und somit beim Arbeiten die jeweilige Schraube bzw. Flächen gut beleuchtet. Neben der 3-Segment-LED-Anzeige, die ebenfalls am Fuß angebracht ist, automatisch beim Drücken aktiviert wird und den jeweiligen Akkustand in 3 unterschiedlichen Stufen angibt, befindet sich ein weiterer kleiner Knopf mit der Aufschrift D. Durch diesen kann also nun mit langem Gedrückthalten die LED entweder komplett deaktiviert oder wieder aktiviert werden bzw. durch einmaliges Drücken der Trockenbauschrauber in die sogenannte automatische Push-and-Drive-Technologie gebracht werden. Dabei leuchtet dann die kleine LED neben der Akkustandsanzeige rot und der Schrauber wird automatisch aktiviert, wenn Druck auf dem Bit aufgebracht wird, beziehungsweise natürlich nur dann, wenn die Drehzahlregulierung ebenfalls gedrückt ist. Diese Technologie ist im Grunde nur dadurch möglich, da der Trockenbauschrauber eine Rutschkupplung besitzt und somit bei Gegendruck den Drehimpuls auf den Bit überträgt, beziehungsweise ansonsten keine Verbindung herstellen kann. Der jeweilige Tiefenanschlag ist bei dem DFS 452 durch einen angenehm drehbaren Griff mit Riffelung zur besseren Griffigkeit auf der Vorderseite angebracht. Durch 2 kleine Symbole mit Pfeilen nach rechts bzw. links gekennzeichnet wird die Drehrichtung angegeben, um den Tiefenanschlag an die gegebenenfalls unterschiedlichen Bedürfnisse anzupassen. Um den enthaltenen Bit also anschließend nun wechseln zu können, muss lediglich einmal stark an dem Griff zur Verstellung des Tiefenanschlags gezogen werden, wodurch der Aufsatz entfernt werden kann. Anschließend ist es dann mit ziemlich großem Kraftaufwand, gegebenenfalls eher mit Zange möglich, den Bithalter bzw. den Bit zu entfernen und diesen auszuwechseln, wobei dieser ebenfalls eine Länge von 60 mm haben sollte, da ansonsten die Einstellung mit dem Tiefenanschlag nicht mehr richtig funktionieren würde. Das äußerst Nervige hierbei jedoch ist, dass beim Drehen des Tiefenanschlags nach rechts, also zum Tieferstellen, es keinen haptischen Endpunkt gibt, wodurch sich beim zu weit Drehen der ganze Mechanismus von alleine letzten Endes aus der Verankerung drückt. Okay, soweit zur Theorie, kommen wir nun zum Test.
Dabei verwendete ich, um den DFS 452 möglichst präzise zu testen, auf der einen Seite Gipskarton auf Holz bzw. auf der anderen Seite Gipskarton auf einem Blechprofil mit passenden Schrauben. Wie man erkennen kann, ist der Makita Bithalter ebenfalls magnetisch, wodurch die Schrauben automatisch an dem Bit haften bleiben. Beim erstmaligen Schrauben ist es dann nötig, die erforderliche Versenktiefe einzustellen, was durch ein paar Testschrauben möglich ist und anschließend ja auch eigentlich nicht mehr verstellt wird. Nachdem dann der Tiefenanschlag eingestellt war, versenkte ich beginnend in Holz einige Trockenbauschrauben, die wie erkennbar die Leistung und das Handling des Trockenbauschraubers gut darlegten und anschließend bündig versenkt waren. Beim Schraubtest im Blechprofil hingegen sah es im Großen und Ganzen genauso aus wie im Holz, da der Trockenbauschrauber die Schrauben schnell und bündig versenkte. Demzufolge war es das dann auch schon wieder mit diesem Review meinerseits. Falls dir das Video gefallen hat, dann abonniere jetzt diesen Kanal und lasst doch einen Daumen nach oben da, um meine Arbeit zu unterstützen. Ansonsten noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle diejenigen, die den Kanal mitfinanzieren, indem sie aktiv über meine Amazon-Links einkaufen, die Videos kräftig liken und teilen. Allen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.